Ihr seht schön Camping. Zum Glück dürfen wir wieder. Wir haben es Anfang Mai mittlerweile schon. Und auch 2021 können wir uns, darüber freuen wir uns sehr, einen Meerforellenbeitrag hier auf Hansecatch Hamburg präsentieren. Letztes Jahr war das ja ein bisschen anders. Da kamen wir nicht an die Küste. Da ging es leider nicht, pandemiebedingt, wie ihr wisst. Dieses Jahr, muss ich sagen, ein sehr soziales Jahr von Schleswig-Holstein-Seite aus, weil wir durften nach Schleswig-Holstein und wir durften auch Meerforelle angeln. Ich nehme euch jetzt mit, und zwar vom ganz frühen Frühjahr, und machen jetzt immer noch weiter, auch in den Mai hinein, wo jetzt auch sogar der normale Süßwasserhecht auch wieder frei ist. Den vergessen wir mal erstmal. Wir wollen weiterhin kämpfen, wir wollen nämlich noch eine große Überspringerforelle fangen. Und das ist heute eigentlich unser Ziel. Ne? Viele reden da immer so schön von der Fisch der 1000 Würfe. Einige sagen, es braucht nur einen Wurf, wie ich. Martin Prochnow aus Rügen hatte uns geschrieben gehabt und hat uns geschrieben, der Fisch der 3 Würfe. Darum jetzt auch dieser Titel. Und ja, wie viele Würfe wir heute brauchen, das werden wir jetzt sehen. Dritter Wurf. Anfang Februar 2021 starteten wir endlich wieder unsere Fischerei auf Meerforelle. Beim Mefo-Fischen wird gerne spekuliert, wie viele Würfe es doch braucht, um einen Fisch zu haken. Und daran ist gut zu erkennen, dass die Fischerei schon zeitweise ein wenig mehr vom Angler abverlangt als manch andere Technik. Bei bestem Sonnenwetter ging es an diesen schönen Abschnitt mit dem Blinker in das kalte Ostseewasser. Heiß wie Frittenfett und voller Motivation machten wir unsere ersten Würfe und... Na, schon mal das Gefühl gekriegt? War schon mal eine kleine Vorfreude war eben da, ja. Ich glaube, wir müssen ganz langsam führen. Mach ich schon. Der Hänger ließ den Puls schon einmal nach oben schnellen. An der nächsten Ecke trübte sich das Wasser sehr schön an und, man glaubt es kaum, der erste Nachläufer verpasste meinen Blinker nur um Haaresbreite. Schade, hat abgedreht, aber interessiert war sie allemal. Kam bis hier vorne vor die Rutenspitze. Ich habe mir noch einen Köder noch langsam weiter buxiert, aber Fische sind da. Müssen jetzt nur mal zuschnappen. So, da ist sie abgedreht. Oh, schade, du. War kein großer Fisch, aber wäre der erste, ne? Oh, das sind ja schon mal gute Aussichten. Dass da der erste Nachläufer schon hinterher war. Und ich hatte jetzt gefischt mit dem Mokos hier in Schwarz-Rot, weil das auch eine leichte Gewässertrübung drin ist. Das ist auch eine gute Sache. Da war er auch interessiert, aber er hat nicht zugebissen. Von daher werde ich jetzt gleich reagieren. Der ist natürlich mein Favorit hier. Den nehme ich nicht. Ich nehme nämlich den hier. Weiß und dann noch mit einem roten Weißpunkt. Ich glaube, das wird jetzt der Bringer. Versuch macht klug. Es blieb bei 2 Aktionen. Reichlich Angler und Spaziergänger waren gemeinsam mit uns am Wasser und machten uns die Entscheidung für den nächsten Ausgang leicht. 1, 2, 3, die beiden, 4, 5 und ein Bellyboot-Fahrer. Ja, dass wir alleine sind, hätte ich auch nicht gedacht. Der Plan, vom Boot aus an die Küste, um richtig Strecke machen zu können und um Küstenabschnitte ohne Angler zu finden. Auf gut Deutsch, wir wollten einfach unsere Ruhe haben und nicht in ausgetretenen Faden fischen. Außerdem sollten die Mefos nicht hungrig sein, dann haben wir zumindest die Möglichkeit, ein wenig auf Dorsche zu angeln. Ja, hier sieht man schön die Abbruchkante. Das ist die interessante Kante, die wir jetzt hier suchen. Hier geht es jetzt langsam zum Flachwasser rein und genau auf diesem Bereich, das sieht man auch hier bei Navionics, da vermute ich jetzt die Meerforellen. Ich denke mal, dass
am Ufer auch schon einiges an Anglern unterwegs waren, dass die ganz flachen Gebiete nicht attraktiv mehr sind, sondern das jetzt sind jetzt die guten Gebiete für Meerforelle. Moin Leute, ihr seht, wir sind auf der Ostsee. Wir wollen auf Meerforelle gehen, wollen nachher auch mal ein bisschen mit Finesse-Rig-Arten, also Offset-Methoden, den Dorschen noch mal nachstellen. Jetzt geht es aber erstmal auf Meerforelle. Wir haben es morgens, jetzt ist kurz nach 9, noch eine richtig schöne Zeit. Und jetzt werden wir erstmal schön vom driftenden Boot aus versuchen, eine anzuwerfen. Wir werden ab und zu so versetzen, dass wir immer mal wieder über die Kante wegfahren. Und das ist jetzt erstmal der Plan. Und jetzt geht's los. Mensch, das ist richtig Meerforellenangeln Deluxe. Wir haben uns auch extra für diesen Trip eine neue Meerforellenroute zugelegt. Und das ist jetzt keine Werbung, Leute. Wir haben die auch gekauft, na klar. Eine Beratung aus der Ferne. Ich brauchte diese Route gar nicht erst in die Hand nehmen. Ich wusste, dass Daniel mir die richtige auswählt. Hat er auch gemacht. 2,48 Meter hat die, glaube ich. Irgendwie sowas. Und ein Wurfgewicht bis 23 Gramm. Und mit diesem Mo-Coast hier mit 24 Gramm, die gibt alles wieder. Und ich hoffe, dass gleich einer einsteigt, weil es bringt richtig Laune. Wir können richtig Strecke machen. Also so viel Strecke kann man vom Ufer aus gar nicht machen, weil wir immer ständig versetzen. Irgendwann wird auf jeden Fall der ersehnte Biss kommen, da bin ich mir sicher. Und ich muss jetzt mal weitermachen. Ich wollte euch nur mal ans Herz legen, supportet euren Einzelhändler. Die haben es momentan mehr als nötig. Und von daher, ich hoffe, dass alles wieder gut wird und dass auch der Einzelhandel wieder blüht. Wo soll man sonst so eine schöne Beratung bekommen? Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht allzu stark bei euch jetzt gerade. Wir haben jetzt eine große Strecke auf Meerforelle abgeangelt und wollen uns jetzt, bevor wir jetzt stundenlang jetzt hier weitermachen, wir haben auch ein anderes Revier, wo wir auch noch mal auf Meerforelle wollen wir gleich noch mal ein paar Tiefenkanten jetzt auf Dorsch abangeln. Aber nicht so Standard, sondern ich habe jetzt hier wirklich nur ausgeklügelte Rigs mitgenommen, und zwar alles Offset. Entweder hier mit einer kleinen Bleiolive davor oder hier so eine Art Chiborashka-mäßiger Kopf oder aber auch tatsächlich ein Chiborashka-Kopf wie der hier. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Es bringt mir einfach keinen Spaß, standardmäßig auf Dorsch zu jiggen mit irgendwelchen Gummifischen. Ich möchte jetzt ein bisschen Finesse angeln, weil wir auch, ich denke mal, die großen Dorsche, die großen Leichtdorsche sind jetzt gerade durch mit dem Leichtgeschäft. Ich hoffe auf ein paar 50er, die noch richtig schön fett sind. Wenn wir nämlich einen großen, schlanken Dorsch haben, können wir den behutsam und auch ordentlich wieder zurücksetzen, weil so ein Offset-Haken natürlich nicht ganz so stumpf ist wie so ein VMC-Haken oder irgendwie sowas, sondern da hat man nur eine ganz kleine Eintrittsstelle im Fischmaul und das wird da auch ganz schnell wieder verkraften können, der Fisch. Also wir angeln hier auf diese Art erstmal schonend, also wirklich sportlich, und zum anderen, jetzt fällt mir der Chiborashka-Kopf hier raus, und vor allem auch mit viel Spaß. Also ich werde mit der Baitcaster agieren, Katrin mit der Stationärroute, und dann wollen wir mal gucken, was da am Grund los ist, ob vielleicht schon der eine oder andere Dorsch schon dabei ist, der Lust hat auf unsere Offset-Montage. So, der erste hängt. Schön. In die andere geschmissen. Auf einen Krebs. Hat tatsächlich mit deinem Kickback funktioniert. Kickback-Rig. Sehr geil. Das ist gar nicht so ein großer. Nee, aber ein guter Kämpfer. Der Kescher ist auch komplett vertütet. Macht ja nichts. Oh, hier, toll. Yeah.
Auf das Kickback-Rig, mein Engel. Mit dem Kickback-Rig auf Dorsch hatte prima geklappt, aber die Blinker blieben unberührt. Auch der zweite Ausgang blieb ohne Forelle. Darum führte uns die nächste Ausfahrt in den einzigsten Fjordbereich Deutschlands. Unsere Überlegung war, wenn die Fische nicht küstennah stehen, dann eben ganz weit draußen oder halt im Inland. Keine halbe Stunde ist vergangen und schon wurden wir kontrolliert. Fischereiaufsichtsbehörde. Schließen. Netter Typ. Jo, naja. Urlaub! Gib mir ein Fox Kochgeschirr von Udo. Ja. Udo, schönen Dank nochmal für das Kochgeschirr, Mensch. Geile Sache. Das erste Mal, dass wir es benutzen, jetzt nach 5 Jahren. Ja, ich habe es unten im Keller gefunden. Natürlich strengten wir uns an, aber mal wieder blieben wir ohne Biss. Mittlerweile hatten wir die berühmte Marke von den Fisch der 1000 Würfe schon um einige Würfe überschritten. Zum Glück fanden wir doch ein paar Fische, auch wenn es keine Meerforellen waren. Aber wir fanden die Heringsschwärme und die sorgten bei uns für viel Zeitvertreib und einer leckeren Mahlzeit jetzt im Frühjahr. Petri, endlich! Endlich eine krumme Route. Und wie weit raus hast du ihn gekriegt? Oh, da muss ich aber aufpassen. Da mal zu weit rein. Na, wo ist das Ostseesilber? Zieh ihn raus! Yeah! Baby! Das Meerforellenfischen 2021 stand bei uns unter einem sehr schlechten Stern und so langsam schwand auch unsere Zuversicht. Darum blieb Katrin beim nächsten Kurztrip an die Küste auch lieber morgens noch ein wenig liegen und ich machte mich alleine auf Meerforellensuche. Ihr merkt es selbst, oder? Natürlich krachte es jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Angler. Gucken, wie das Gewässer ist. So, wieder auf dem Riff. Es ist trübe, sehr trübe, sehr trübe. Aber vielleicht ist es dahinter nicht trübe. Deswegen gehe ich mal ein Stückchen rein. In der Hoffnung, dass das Wasser da hinten nicht ganz so trüb ist wie hier vorne. Hier kann man sich auch gut hinlegen. Mal gucken. Yes, jetzt kommen wir der Sache näher. Nochmal einen Stand hier kriegen ohne Steine. Hätte ich auf jeden Fall einen Aufleger im Blinker nehmen können. Jetzt ist das auch egal. Erstmal raus damit. Ah, herrlich. Morgens früh 7 Uhr. Perfekt. Sehr, sehr trübe. Naja, wenn hier nichts kommt, gehe ich vorne zum Sandstrand und werde es da weiter probieren.
erstmal Kamera aus. Ist das geil. Dritter Wurf. Und ich hab sie. Oh, ist das schön. Wie eine Befreiung. Hoffentlich kriege ich sie. Muss ich auf jeden Fall hochkriegen, dass sie nicht aufs Riff rauf geht. Sieht aber ganz gut aus. Da kommt sie. Oh, schöne Mittlerweile. Da haben wir sie. Yes. Oh, schöne. Da ist sie drin, im Netz. Sehr gut. Oh, coole Nummer. Endlich. Kleiner Fisch, aber trotzdem. Nummer 2. Yes. Geht die ins Riff rein. Ja. Obwohl. Nö. Strammer Fisch. Oh, mal gucken, wie groß die ist. Ja, erster 50er Fisch. Genau 50 hat sie. Unter 50 nehmen wir nicht mit. Die andere hatte vielleicht 2 cm weniger gehabt. Aber trotzdem sehr schön. Das ist eine, die kann man schon mal mitnehmen. Da freuen wir uns drüber. Und vor allem endlich hat es geklappt. Endlich sind die ersten 2 raus. Und der Angeltag geht noch weiter. Ich habe Forellen gefangen habe, müsst ihr mal sehen, wie viele Angler hier neben mir stehen. 1, 2, 3 auf nächster Nähe. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum so wenig Meerforellen gefangen werden. Viel zu viel Angeldruck. 3 Hemd, yes! Da hinten schwimmen sie. Ja, kommt mit. Entweder ist sie sehr klein oder sie schwimmt mir entgegen. Kleine. Noch einmal anfassen. So. Kleiner Fisch. Einen guten drauf. Richtig nice. Oh, schöner Fisch. Klasse. Etwas besseres. Oh, schön. So Leute, der 4. wunderschöner blanker Fisch, 50er Grönländer, toller Speisefisch, haben wir 2 zusammen, für uns 2 und ganz klasse, hinter der Trübungskante, da weißen sie und kommt wunderschönen Fische dabei zustande. Herrlich. Ja Freunde, manchmal braucht man einen richtig langen Atem, gerade bei der Meerforellenfischerei. Dieses Jahr war es extrem schwer gewesen, überhaupt die ersten Fische zu fangen und jetzt, ihr seht, 2 sind am Haken, 4 Stück sind raus.
Und das Ganze genau entgegengesetzt dem, was man eigentlich immer hört. Ihr seht hier das Modell, ein ganz natürliches Blinkermodell hier von Abu Garcia, dem Mokos. Ganz trübe Gewässerkante hier vorne, aber dahinter, da ist es eben halt nicht trübe. Und da sprach der Köder die Forellen genau richtig an. Durchhalten ist die Devise. Ich habe schon fast an mir selber gezweifelt, aber man muss halt probieren, man muss losgehen. Und was haben wir alles Schönes erlebt bei diesen ganzen Ausgängen, die wir gemacht haben. Und selbst wenn wir das die letzten 10, 15 Mal davor geblenkt haben, dieser Tag heute ist mal wieder unvergesslich gewesen. Und ich hoffe, ihr konntet auch in diesem Beitrag ein bisschen was für euch mitnehmen. Haltet durch, dann kommt auch ihr zum Erfolg. In diesem Sinne ging es jetzt natürlich auch bei uns weiter, denn auch Katrin sollte endlich ihre erste fangen. Na endlich, der Fisch, der entschneidet. nicht der 3 Würfel, sondern der 10.000 Würfel. Toll, mein Liebling. Und wieder zurück in die Freiheit mit ihr. Ja. Wow. Juhu! Komm mal her hier, mein Spatz. Hier auf dem Sunmet von Weston hat sie nach dem 19. Wurf, ich habe ein bisschen mitgezählt, der Bericht heißt zwar nach 3 Würfen, aber 19. war es, ganz ehrlich gesagt. Sauber, mein Liebling. Und vorne, kurz vorm Kraut, da hat sie einmal schon gecheckt und hat gedacht so, hä? Und dann eben kurz vorm Kraut schön reingehauen. Klasse. Toll. Endlich entschneiden. Yeah. Nach so vielen Wochenenden. Toll. Hat einen Spinnstopp gemacht, da ist sie raufgegangen. Jo, Katri hat den Schlüssel rausgebracht. Hau hin, mein Engel. Dann holst du auch noch eine. Yes. Katri hat den Schlüssel gefunden. Ultra langsame Führung. Ich habe den Köder gewechselt, habe ein bisschen kleiner jetzt gefischt. 16 Gramm Mokos. Hat direkt funktioniert. Oh, toll. Ah, wieder eine, die knapp unter 50 ist. Die geht gleich wieder schnell zurück. Endlich bissen die Forellen. Und auch wenn es zäh gelaufen ist, machten wir einen Haufen Erfahrung an der deutschen Küste. So hatten wir doch wirklich eine breite Palette an Beifängen fangen können. Und auch bei diesem Ausgang kam die nächste Fischart dazu. Das ist ja der Hammer. No, nicht. Es geht ja schon los, du. Oh, was für einer. Hey, klasse. Um unsere Fangquoten zu erhöhen, wechselten wir jetzt unsere Ködergrößen und fischten mit den Mo Trout Blinkern, um genauso die Hornhechte als auch die Meerforellen erreichen zu können. Und dann... Erster Fisch hängt. Ja, super. Klasse. Das scheint echt ein guter... Glück im Unglück. Das Handy hatte den unfreiwilligen Tauchgang überlebt und die Wassertemperaturen waren auch schon ein wenig angenehmer. Und auch Katrin konnte wieder eine Forelle landen. Gute Wahl mit dem pinkfarbenen Inliner. Kein Hornhecht, aber diesmal eine kleine Meerforelle. Super! Schockschwere Not, ihr habt es gesehen, ich habe mich voll hingelegt hier auf den Riff, weil hinter mir war so ein großer Stein. Ich habe das nicht gesehen, weil ich Katrin helfen wollte. Ich habe schon gesehen, es war eine Meerforelle. Deswegen keine großartigen Angelszenen. Ich musste mein Handy retten. Ich habe es auch zum Glück retten können. Ich hoffe, dass es auch nach 2 Stunden noch gerettet ist. Aber trotzdem hier mit den kleinen Spoons hier. Erste Meerforelle, nicht die Hornhechte, aber die Hornhechte kommen auch extrem hinterher. Wir haben erst 3, 4 Würfel gemacht und wir haben nur Attacken bis jetzt. Also lass weitermachen. Auch wenn ich nass bin, scheißegal. Ne? Mensch, das geht ja jetzt gut los. Ah, weg! Das war eine gute. Tja, erster Wurf und Tobi hat gleich einen Fisch. Ah, weg! Das war eine gute.
Da sind wir auch schon am Schluss angekommen von unserem Beitrag. Der Fisch der 3 Würfe, der Fisch der 1000 Würfe oder auch manchmal ist es auch der Fisch des 8. Wurfs oder auch nur des 2. Wurfs. Der Fisch beißt dann, wenn er beißt. Deswegen ein Wurf genügt, um einen schönen Fisch zu fangen. Aber wenn man sich ein Ziel steckt und man sagt, bis zum 1000. Wurf kann es dauern, hat man natürlich einen längeren Atem. Manchmal muss man auch einen noch längeren Atem haben. Habt ihr jetzt gesehen an Katrin? Bei 4, 5 oder auch gar 7 Ausgängen ohne Fisch, da sind schon ein paar 1000 Würfe zusammengekommen. Trotzdem belohnt werdet ihr immer, wenn ihr rausgeht, hier schön an der Küste am Fischen seid, werdet ihr sehen, es gibt viel zu erleben. Man sieht mal einen Plattfisch wegschwimmen, man sieht mal einen Schweinswal, man hat die frische Luft und man erlebt den Frühling hautnah mit. Und darum geht's, gerade beim Meerforellenfischen. Also, macht's gut, Leute, wir sehen uns am Wasser.